Ja, guten Abend, ihr Lieben. Wir gehen heute in eine nächste Stufe unserer Sendung. Wir nennen die ab heute Swiss Biohealth News und wir werden ab heute auch in 2 Sprachen unterschiedlich aufnehmen und senden. Das heißt, wie gehabt in deutscher Sprache jetzt um 19 Uhr und in englischer Sprache dann um 24 Uhr, also 5 Stunden zeitversetzt. Ich werde es ganz kurz denjenigen, die das noch nicht wissen und hier noch aus unserer englischen Zuschauerschaft hier noch dabei sind, ganz kurz mitteilen, dass die im Prinzip in 5 Stunden noch mal reinschauen sollen. My dear friends, colleagues and patients, from today on we are going to call this news show the Swiss Biohealth News, and we are going to split it in 2 blocks. So we are going to broadcast the German version at 7 p.m. European time, and we are going to broadcast the English version 5 hours later at midnight. So it's, I think, more convenient for the English-speaking community. So in case you like to improve your German, you could stay with us. But in case you would like to see the English version, just please come back in 5 hours. Also, jetzt schauen wir uns an, was wir heute vorhaben. Wir haben natürlich, sitzen jetzt in Quarantäne und wenn wir uns das hier mal anschauen, wie das dann nach 2 Monaten aussehen wird, das wollen wir natürlich nicht haben. Ich finde es bemerkenswert und fand das toll. Hier jemand, der auf dem Balkon auf 7 Metern einen Marathon gelaufen ist, das ist genau der richtige Weg. Und darum haben wir uns auch für morgen, und das ist hier das Programm, etwas Spezielles einfallen lassen. Wenn ihr seht, hier Vorschau der Swiss Biohealth News für diese Woche, dann habe ich hier einen Gast eingeladen heute Morgen, der hat sofort zugesagt, vielen Dank. Ich kenne ihn schon ein ganzes Weilchen, Dirk Freiland, Wirtschaftsberater, 50 Jahre alt und hat also mit Sicherheit kein biologisches Alter von 50, denn er hat diese unglaubliche Zeit. Als erstes muss man sich ja mal qualifizieren für den Ironman in Hawaii, was ja schon sehr, sehr schwierig ist. Und er hat diese Zeit in 10 Stunden 35 Minuten gelaufen, wurde einiges berichtet in der Presse. Und wir werden ihn morgen ein bisschen befragen zum Thema Ernährung. Das spielt sicherlich eine Leistung, denn ich sage immer zu meinen Patienten, ein schwerkranker, todkranker Patient hat eigentlich dasselbe Ziel wie jemand, der so eine Weltklasse-Leistung bringen möchte. Er muss nämlich absolutes Maximum aus seinem Immunsystem, aus seinem Potenzial herausholen. Zweitens wird er mit uns über die sogenannte Kryotherapie, die Kältetherapie sprechen. Und zum Dritten wird er mit uns über die Atemtechnik sprechen, die für Top-Athleten sehr, sehr wichtig ist. Und ich denke, er wird mit uns vielleicht sogar eine Atemübung durchführen, sodass wir das lernen können. Und die Idee war einfach die, dass wir ihn vor dem Wochenende reinnehmen, damit ihr dann am freien Wochenende ein bisschen was von dem dann entsprechend umsetzen könnt. Wir haben eine Zusage bekommen jetzt für kommende Woche von Professor Yehuda Schönfeld. Ich habe ihn vor 4 Jahren in London kennenlernen dürfen. Er ist wahrscheinlich der bekannteste Immunologe weltweit, arbeitet in Tel Aviv und das wird mit Sicherheit auch eine tolle Woche nächste Woche werden. Auch Dr. Kurt Mossetter hat uns zugesagt, der sehr viel dazu beigetragen hat, dass wir Weltmeister wurden. Vor einigen Jahren, beim letzten Mal hat es nicht ganz so gut geklappt. Und wir haben eben noch eine Zusage reinbekommen vom Professor Birkmeier aus Wien, dessen Vater ja im Prinzip Parkinson entdeckt hat. Und der Professor Birkmeier hat das NADH entwickelt, was ich jetzt selber auch seit einiger Zeit einnehme, was einen extremen Anti-Aging-Effekt hat. Auf den Professor Birkmeier hat mich der Professor Duisberg in Dallas vor 3 Wochen hingewiesen und das sozusagen ein bisschen der Gegenspieler oder auf demselben Niveau wie Professor Sinclair aus Harvard. Also die Woche wird spannend. Wir rufen euch nochmal dazu auf, bitte geht auf unsere Seite www.d3-study.org, registriert euch. Wir sind gerade dabei, die Seite zu programmieren, den Fragebogen zu programmieren für unsere prospektive Anwendungsbeobachtung mit Vitamin D3.
Schauen wir uns an, was in der Pandemie passiert. Wenn wir auf die rechte Seite schauen, dann sehen wir, dass immer mehr gelb wird. Und moderne Autos heute stellen ja dann von selbst an der Ampel die Maschine ab. Und sobald die Ampel auf gelb geht, dann springt die Maschine wieder an. So ähnlich kann man das Ampelsystem hier auch verstehen. Je mehr hier auf gelb geht, desto mehr sehen wir, entwickelt sich in die richtige Richtung. Und wir sehen, Italien ist mittlerweile knapp, ich glaube 7,8, knapp auf den 8. Das heißt, je höher dieser Wert, desto besser, denn das heißt, desto länger dauert es, um die Fallzahl zu verdoppeln. Auch Deutschland macht einen tollen Job. Schweiz hat aufgeholt. Und wie wir gesehen haben, ist Schweiz jetzt erstmals in der gelben Zone. USA läuft ein bisschen flacher, wahrscheinlich deswegen, weil es einfach ein bisschen später angefangen hat. Ich habe nachträglich Frankreich noch mit reingenommen, weil die so ein bisschen hin und her schwanken. Und dort wurden ja ganz drakonische Maßnahmen, speziell in Paris, eingeleitet. Und es ist ja schon, sagen wir mal, sehr spannend und extrem, was abläuft. Es wird ja quasi weltweit mehr oder weniger als Kriegsrecht ausgerufen und der Krieg erklärt dem unsichtbaren Gegner, dem Virus gegenüber. Insofern müssen wir das auf jeden Fall alles genau im Auge behalten, was da passiert. Ich habe noch einen zusätzlichen Parameter mit reingenommen, den ich seit rund 20 Jahren beobachte. Ich nenne den Fieberthermometer der Welt sozusagen. Man kann so ein bisschen am Goldpreis erkennen, was sich entwickelt. Und wir sehen hier beispielsweise, dass schon Ende Dezember ist der extrem nach oben gegangen. Das passiert im Moment auch wieder. Der Börsenkurs geht allerdings auch hoch und immer wenn sowas passiert, dann sollte man auf jeden Fall aufmerksam sein. Also nicht ganz sich im grünen Bereich bewegen, sondern mehr im gelben Bereich, alert und einfach aufmerksam sein, was in der Zukunft passiert, aber genau in den Themen werden wir auch weiter uns orientieren und dranbleiben. Ganz kurz die Zusammenfassung vom Professor Cheng von gestern. Ich habe es genannt, Fantastic Four and More. Das ist das, was wir schon empfohlen haben mit dem Dr. Levy zusammen. Er hat es noch ergänzt durch Q10, Omega-3 und Vitamin B-Komplexe. Und das Spannende ist das, die Dosierung, ich habe das nochmal überprüft, entsprechend genau dem, was Dr. Klinghardt und ich vor über 5 Jahren entwickelt haben in dem Basic Immun und was wir jetzt, als es bei uns losging, unseren gesamten Mitarbeitern, jeder hat so eine Box Basic Immun bekommen, um sein Immunsystem zu stärken. Das nochmal kurz die Zusammenfassung, ich gehe jetzt nicht ins Detail, ihr könnt es dann einfach auch, sage ich mal, screenshotten und damit dann in die Apotheke gehen und euch die Dinge besorgen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da. Genau genommen habe ich ihn erstmals kennengelernt vor 45 Jahren, weil nämlich einen Segelkurs belegt hat in der Segelschule meiner Eltern vor 45 Jahren in Meersburg. Wir sind uns dann wieder begegnet oder eigentlich wahrgenommen 1996, als ich einen Kurs bei ihm oder Kurse bei ihm belegt habe und Freunde sind wir geworden 2010, als ich 30 Ärzte aus der ganzen Welt und 20 schwerkranke Patienten in einen komplett funkfreien Bereich nach Brasilien eingeladen habe, wo wir einfach 2 Wochen lang dieses berühmte Detox-Experiment durchgeführt haben und geschaut haben, wie verhält sich ein kranker Patient in einem funkfreien Bereich. Und mittlerweile leitet er die medizinische Abteilung unserer Swiss Biohealth Klinik. Und wir behandeln uns gegenseitig und ich denke, das ist auch ein Grund mit dafür, dass wir beide eine ganz gute und stabile Gesundheit haben. Also wir freuen uns jetzt, wir gehen direkt in medias res, weil ich glaube, er hat so viel zu sagen. Wir haben schon mit ihm besprochen, dass es nicht zu lang werden darf und sollte. Und wenn ihr dann noch mehr wissen wollt, gebt uns einfach einen Daumen hoch und dann werden wir ein Webinar mit ihm organisieren. Das hat er mir im Vorfeld schon zugesagt. Und damit schalten wir um und begrüßen ganz herzlich Dr. Dietrich Klinghardt, derzeit in England. Yeah, hello Dietrich, how are you? Hi Uli, good. Hi. It's a good time to talk. Yes, very good to see you. We miss you in Kreuzlingen, but at least we are here live in our Swiss Biohealth News. And as we just agreed, we would have a brief introduction into the topic through a PowerPoint presentation you have prepared for our community.
So I would say we start right away, and it's up to you. Okay, so welcome to the evening news. Willkommen zur Abendschau. Hier einfach ein bisschen was aus der Wissenschaft, bevor wir gleich in die Fragen reingehen. Also erstmal nochmal wiederholen, es sind 80% der Betroffenen sind Männer und die Hauptsymptome sind Fieber und der trockene Husten. Bei 44% die Muskelschmerzen und Müdigkeit. So, in English, you see my PowerPoint here, but I think it's important to notice that 80% of the affected people of the severe illness are male. And the main signs, of course, we're looking out for is the fever and the dry cough. By the way, if people start with abdominal problems, and then the cough develops, that predicts a more serious course of the illness. Ja, also wenn Bauchschmerzen am Anfang da sind, sagt es vorher, dass das ein schwieriger Kurs wird der Erkrankung. In terms of diagnosing, you know, every country does its own course. It's kind of funny. Prince Charles was diagnosed yesterday, and then in the evening they said, he didn't have it because the test was unreliable. So, also auf Deutsch, die Testmethoden, die es im Moment gibt, gelten in den wissenschaftlichen Kreisen noch als sehr unzuverlässig. Das heißt, Leute werden überdiagnostiziert und unterdiagnostiziert. Für uns Ärzte, for the physicians, I think it's important that very simple initial test is the CBC. If there's a low white blood count and a low lymphocyte count, that should alert you, because other viral infections have a high lymphocyte count. This one has a low lymphocyte count. And then the X-ray shows the pulmonary infiltrates. Für die deutschen Ärzte im kleinen Blutbild, wenn die Lymphozyten erniedrigt sind, ist es ein Tipp, dass es der Coronavirus sein könnte. Weil bei anderen viralen Infekten gehen die Lymphozyten hoch, nicht runter. Gut, und dann, was natürlich spannend war für uns, ist, dass dieser Virus hauptsächlich ältere Leute betrifft. Inzwischen werden auch immer mehr Leute betroffen, die jünger sind, und hat sich gezeigt jetzt in einer Studie in Island, dass es bereits über 40 Mutationen dieser Erkrankung gibt, die sich alle ein bisschen anders verhalten und dann sicher auch nicht mehr diese Altersgrenzen einhalten. For the English-speaking people, so this virus has started to mutate quite wildly. There's an unpublished study from Iceland that shows over 40 mutations, and so it can no longer be predicted that it really will affect mostly older people. Okay, now the gist of it, this is the famous French study that came out about a week ago that shows that, I go straight to the next picture, you see that here, that the combination of hydroxychloroquine and Zithromax completely eliminates the virus from the system within 5 days. That's a landslide study. Für die Deutschen, ja, diese Studie, die rauskam vor ein paar Tagen, die zeigt, dass die Kombination von Hydroxychloroquin und Azithromycin, Zithromax, dass die in 5 Tagen völlig diesen Virus eliminiert. Das war eine In-vivo-Studie. Ich kann dadurch dazu sagen, dass ich bereits über 20 Patienten per Telefon behandelt habe, genau mit dieser Kombination, und zwar seit Anfang dieses Jahres, wo das bereits bekannt war, mit fantastischen Erfolgen. Gut, hier nochmal eine Nachfolgestudie, die das Gleiche sagt. So here another study that says the same thing that just came out a few days ago. Now, from a very practical point of view, I'd like you to know this, that the virus attaches first to the mucous membranes of the nose, the sinuses, and the throat. And it lingers there until 5 days past the first symptoms. And in this time, the virus can be treated topically. And we have fantastic results with the combination of using propolis spray
ein HOCl-Spray, Hypochlorous Acid. Auf Deutsch, der Virus heftet sich an, zunächst mal ans Epithel in der Nase und im Mund-Rachenraum bis 5 Tage in die ersten Symptome hinein, bevor er in die Lunge wandert. Und in dieser Zeit ist der Virus vollständig behandelbar durch örtliche Maßnahmen. Wir benutzen Propolis zum Gurgeln und als Spray und HOCl-Spray im Wechsel miteinander. Fantastische Resultate. Und wir haben jetzt auch die ersten Resultate von Leuten, die bereits in der Klinik waren, die wieder nach Hause gegangen sind, die gemerkt haben, in der Klinik wird nichts angeboten und haben unser Inhaliergerät benutzt, um Propolis zu inhalieren. Das ist wirklich innerhalb von Stunden geht es den Leuten dramatisch besser. Okay, HOCl gibt es viel Literatur, warum HOCl das ideale Mittel ist, Oberflächen zu desinfizieren. Ich möchte mich jetzt da nicht verlieren. Es gibt hier ein Zertifikat von der Uni in Washington, wo ich meine Praxis habe, die zeigt, dass HOCl wesentlich besser diesen Virus eliminiert von Oberflächen, Tischen, Computern, vom Handy, als die ganzen alkoholbasierten Desinfektionsmittel. Das ist echte Wissenschaft, ja, und wir benutzen HOCl als Inhalation, wir sprayen es ins Gesicht, in die Augen, auf die Hände und das ist unser Hauptweg, den wir gegangen sind, erfolgreich. Gut, als letztes ich habe den hier bei mir auf dem Schreibtisch und zeige den eben mal ganz kurz den HOCl-Spray. Genau, okay, super. Yeah, I should say this in English. So HOCl is what we use to disinfect the skin, the surface, the eyes. We spray it up the nose and the mouth and have a fantastic track record with that in keeping this illness localized in the mouth and nose without it spreading to the lung. Okay, briefly, treatment, high-dose vitamin C that was recommended from a Chinese hospital. Fantastic in the early stages, probably not so effective in the massive, when the cytokine storm comes, when the lungs get severely affected. Then published is an antiviral that's not available, plus chloroquine, I mentioned that already, and Alinia, nitazoxanide, is an antiparasitic with strong antiviral properties that we've been using in my office for decades. Auf Deutsch, Hochdosis Vitamin C. Hochdosis in China heißt nur 7,5 bis 15 Gramm in der Infusion 3 Tage hintereinander im früheren Stadium dieser Erkrankung. Super effektiv. Und dann im Spätstadium, die veröffentlichten Medikamente sind Chloroquin und Alinia, nitazoxanide, ein Parasitenmittel, das ich seit vielen, vielen Jahren anwende bei meinen Patienten. Und dann, was nicht publiziert ist, aber wir haben von vielen meiner Patienten, die positiv geworden sind beim Test und Lungensymptome bekamen, haben wir die Infusion mit Artesunat gemacht, mit fantastischen Soforterfolgen. Ja, das sind 250 Milligramm am Tag, gibt es in der Burgapotheke in Bad Königstein. Und dann das letzte ist die Propolis-Inhalation. In English, so we use Alinia and chloroquine is our first line of defense. Chloroquine always in combination with Zithromax. But available in Europe is artesunate for injection, and that has been absolutely miraculous. 250 milligrams a day and intravenously, no side effects, given every day, turns the illness completely around. And the other one is a propolis inhalation. So melatonin, I know I'm running out of time, so I'm just doing quickly. The cytokine storm can be completely blocked by melatonin in high doses. You know, that's, we don't have to go into the details here, but it's a miracle tool and it's veröffentlicht. I'm going to jump over also vitamin C. What does it mean, high doses, Dietrich? From melatonin, yeah. Yes. So recommended is 50 milligrams at night and then small doses during the day, 2 to 3 milligrams as a sublingual spray. That's what we do every 2 hours.
these are the people that are already in the lung crisis, and we've been able to turn that around in every patient. Now 50 milligrams. In Europe, a little bit difficult to get the high doses of melatonin. I think we need a prescription for that, or it may even not be available. Many of the important remedies have been taken away from the market. It's widely available in the US in the high doses. Also auf Deutsch, Melatonin ist absolut fantastisch für diesen Zytokinsturm, der die Leute zu Tode bringt, wenn die Lunge vollläuft mit Flüssigkeit. Und Melatonin verhindert den, Vitamin C auch, aber weniger stark, weniger potent. Und dann die Studien, die Kann man das dahin Melatonin auch schon als Prophylaxe nehmen? Absolut, absolut. Und zwar hier unten im unteren Teil von dieser Kurve ist was Fantastisches. Der Grund, warum fast keine Kinder betroffen sind, warum schwangere Frauen nicht betroffen sind, warum die ganz normal Kinder gebären, trotz Covid-19, ist das Melatonin. Eine schwangere Frau hat mehr als die doppelte Melatoninmenge zirkuliert tagsüber, 24 Stunden im System, als bei Frauen, die nicht schwanger sind. Und Babys haben einen Melatoninspiegel, der 10-mal so hoch ist wie bei normalen Leuten. Und der Melatoninspiegel ist das, was übers Alter abnimmt. Und höchstwahrscheinlich der Grund ist, warum die älteren Leute mehr betroffen sind. In Englisch. Mit der Quarantäne ist eine höhere Chance, schwanger zu werden. Das könnte natürlich sich wieder positiv auswirken. Ja, es gibt auch erste Berichte, dass mehr Frauen jetzt schwanger werden, weil die Leute zu Hause sind. So in English very quickly, so the age difference, why young children are hardly affected and older people die, has been linked entirely to the level of circulating melatonin in people. So pregnant women have approximately twice the melatonin level that they have if they're not pregnant. And babies, young babies, have over 10-fold the melatonin level as older people have. So I don't think I want to get more into this, but melatonin is probably the single most protective and curative agent, for the most severe stages and preventing it. Okay, I'm going to skip a few things. We have worked out a biological treatment by following the literature. There's a number of herbs that are hugely effective. So es gibt eine Reihe von Kräutern, die hochgradig effektiv sind für SARS. Meine Erfahrung kommt von SARS und von MERS. Das waren Erkrankungen, die noch viel ernster waren und haben damals Programme an wirklichen Patienten ausgearbeitet. Und diese Literatur stelle ich ja zur Verfügung, kann jeder bekommen von uns, welche Kräuter, Heilkräuter prophylaktisch und für die Behandlung funktionieren. So this is a summary of the most effective herbs, depending on where you live, that we have worked out when SARS was around. There was around 2002. And then I was involved with taking care of several MERS patients that had a death rate of 37%. And these are the herbs that we worked out for the precursor coronaviruses. And so far, the feedback from our patients is phenomenal, how this is turning the beginnings of the illness into a virtually no illness within a few days. Okay, meine letzte wichtige Folie. Was sollt ihr machen? Also erstmal HOCl täglich inhalieren. Ich habe hier ein winziges kleines Inhaliergerät, das, weiß nicht, ob man es sehen kann. Das super kann man sehr gut sehen, ja. Gibt es bei Amazon für 10 Euro. Ja, kann damit ganz, ganz super arbeiten, kann das mit sich tragen. Propolis-Tinktur habe ich erwähnt. Vitamin C jede Stunde 500 bis 1000 Milligramm. Vitamin D-Level, da ist Dr. Volz ja mein Lehrer gewesen, hochhalten. Dann ist es wichtig, Hungern während der Erkrankung ist wichtig. Also wenn man erkrankt ist, nicht das Essen forcieren. Keine non-steroidalen anti-inflammatorischen Medikamente, also Ibuprofen,
Naproxen, ja, diese ganze Gruppe, weiß man heute, macht einen riesen Fortschreiten dieser Erkrankung. Ja, und leider ist bekannt, dass viele von den Patienten, die in China früh gestorben sind, waren fast alle auf diesen Medikamenten, weil es eben eine ältere Patientengruppe ist, die alle ein bisschen Arthritis haben und die gewohnt sind, mit den ersten Zeichen von einer Erkrankung nimmt man mal eben ein bisschen Ibuprofen, damit es einem besser geht. Und das waren die Leute, die abgestürzt sind. Ich Gut, glaube, auch in dann, Italien ist das ein sehr gängige absolut. Medikament. Ja. Absolut. Wir wissen, in Italien gibt es ein paar Kofaktoren. Einmal ein Riesenimpfprogramm, das durchgezogen wurde, wenige Wochen vor dem Ausbruch der Erkrankung. Das andere ist die 5G-Ausbreitung in Italien, in den Städten, die am meisten betroffen sind. Und der letzte Punkt ist der riesige Missbrauch von antirheumatischen Medikamenten. Gut, ganz spannend und als letztes noch, die Lunge hat sogenannte ACE-Rezeptoren. Ist jetzt egal, was das ist. Und das ist der Eintritt des Virus in die Lunge für die Komplikationen. Und diese Rezeptoren kann man hemmen durch Angiotensin-Rezeptorblocker, Olmetasan, da gibt es eine ganze Reihe Liste. Die sind klasse und die wenden wir an, wenn die Lungenkomplikationen kommen. Was oft verwechselt wird, sind die ACE-Hämmer. Die sind ganz gefährlich. Die blockieren die Produktion von Angiotensin und vermehren diese Rezeptoren, die dann vermehrt die Viren aufnehmen. Ja, das ist ganz wichtiger Punkt. Letzter Punkt. Leute mit dieser Erkrankung verlieren Kalium im Urin, Riesenmengen Kalium. Und es muss frühzeitig erkannt werden und zugesetzt werden. Gut, ich habe hier am Schluss als letztes Bild, was für Umgangsformen gibt es mit dieser Epidemie. Das eine ist die soziale Isolation, die wir im Moment haben. Da bin ich nicht im Einklang damit. Ich bin der Meinung, dass man die Infektion frei laufen lassen sollte, aber die Leute, die betroffen sind, anständig behandelt mit den Dingen, die bereits veröffentlicht sind. Und das wird zumindest in Deutschland noch ignoriert. Gut, so in English, I think I forgot a few things to translate, but my PowerPoint slides showed it. So what we do right now is preventing the herd infection by massive social isolation. That is an experiment that will ultimately fail because it will leave the population vulnerable to the next epidemic with another coronavirus. When people go through this infection, it leaves lifelong immunity behind against that particular virus, but has a lateral effect that will also protect against many similar viruses. I want to remember you of the smallpox thing here. So the original vaccine idea is to infect people with a cowpox virus, which was slightly different from the human smallpox. And by using a similar infective agents, it gave people lifelong immunity towards the nasty smallpox. And with COVID-19, it's enough when we expose people to a similar virus to get lifelong immunity. And so the medical community has so far ignored the treatment suggestions that are available that are in this PowerPoint. It's kind of almost funny that in the midst of this crisis, where your work, Uli, your work that is done at your clinic, at our clinic, I should say, because I'm involved with it, is the most important part to actually prevent people from getting sick with this sickness, that you had to close your clinic. There's a little bit of insanity in the sanity, but that's where we are. So I think that's all I want to say is that my medicine and your medicine, Uli, that together are a fantastic tool to give people the optimum chances of living through this crisis and the next crisis and the next crisis. And instead of people getting stuck in their fear,
they should get stuck in cleaning up the system. Yeah, we are going to collect all the data from all our patients we treated after the Corona crisis, and we're going to want to see if some of our patients became ill, and in case if it was more a mild or more a severe situation. And I will show you later some data I just published at the joint meeting in Dallas. And we could prove that through the treatment protocol that we had an amazing improvement of the mitochondria function and the telomeres length. So this is, I think, a revolutionary, because it's more or less, I believe it's the first scientific proof that that this treatment concept is improving the health in general. And so we believe we have some option for the next virus, and anyway we are learning a lot. And last thing I wanted to tell our community that Dr. Klinghardt agreed that in case you would be very much interested to have kind of a webinar where they could ask questions and you would answer. So I wouldn't say open end, but maybe 1 or 1.5 hours. Just on our YouTube channel, push the thumbs up button, and when we see that we would reach a certain number of likes, we would definitely set up maybe next week or the week after webinar, and so we could go a little bit deeper in the thing and get a very nice and helpful teaching from your more than 40 years experience. That is so precious what you have collected on experience. So it was very good to have you here, Dietrich. So thank you a lot, and enjoy life and quarantine in UK, and hope to see you soon when the social, or actually it's a physical distancing when it's over, and hope to see you soon here in Kreuzlingen in Switzerland. All the best for you and your family. Thank you, Uli. Tschüss. Okay. Tschüss ihr alle, die zugeschaut habt. Ja. Tschüss. Ja, vielen Dank, Dietrich. Mach's gut. Tschüss, bis bald. Tschüss. Ja, ich glaube, das war wieder sehr spannend, mit Dr. Dietrich Klinghardt zu sprechen und seinen Erfahrungen. Und das wird euch sicherlich viel mitgegeben haben. Wir sehen uns morgen Abend wieder um 19 Uhr. Bleibt gesund, es bleibt spannend auf jeden Fall. Danke.